Hallo, heute geht es in diesem Video um dieses Holznest. Die Besonderheit ist, dass ich dieses Nest zum ersten Mal baue. Hallo Ameisenfreunde und herzlich willkommen auf Atlantis, euer Ameisenkanal. Heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich aus Holzreste so ein Ameisennest gebaut habe. Dieses Nest, was ich euch zeige, bzw. was wir jetzt bauen werden, hat eine Breite von 10 cm und eine Länge von 14,5 cm. Als erstes zeige ich euch, was wir für Materialien benötigen. Das Ganze habe ich nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Wir fangen bei der Plexiglasscheibe an. Die Plexiglasscheibe hat eine Länge von 14,5 cm und eine Breite von ca. 10 cm. Die Dicke der Scheibe ist 3 mm. Dann haben wir den Nestboden. Nestboden ist 15 cm lang, 10 cm breit und hat eine Dicke von 1,5 cm. Dann haben wir noch 6 Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm. Und solche Schrauben, die sind auf einer Seite haben die Gewinde und auf der anderen Seite sind die glatt. Mal schauen, ob wir die nehmen können. Eventuell müssen wir da auch einiges ändern. Dann haben wir noch diese Leiste. Die ist 1,5 cm mal 1,5 cm. Die benutzen wir später, um den Rand vom Nest zu machen, beziehungsweise die Bauhöhe. Später wird dann hier der Rand sein. Jetzt müssen wir uns die passende Hölzer schneiden. Das heißt, aus dieser Leiste werden wir für oben und unten und rechts und links dann die Hölzer ablängen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt die Hölzer geschnitten. Einmal für oben und dann für unten. Und dann die Seitenteile. Das gibt dann unser Rahmen. In der Mitte werde ich noch ein Holzstück reingeben, so dass wir dann die Kammer getrennt haben. Die Holzstücke werde ich jetzt hier ein bisschen ausschneiden und diesen auch, so dass die später ineinander passen und dann festgeschraubt werden können. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Holzstücke anzeichne. Die halte ich einfach übereinander, so ziemlich genau. Und dann werde ich einfach mit dem Stift anzeichnen. Dieses Nest, wie ich schon bereits gesagt habe, habe ich aus Holzreste gemacht. Deswegen sind die Maßen nicht ganz genau. Ich muss mir da ein bisschen helfen. Ich habe es zwar zurechtgeschnitten, aber das war jetzt sozusagen ein Prototyp. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Genau, jetzt habe ich die Hölzchen angezeichnet. Jetzt werde ich dann noch so ein Stück herausschneiden, so dass die dann später miteinander passen und so dass die dann festgemacht werden können. Ich habe den Rahmen jetzt soweit fertig. Das Ganze ist jetzt ineinander. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Zwar so sehen die Hölzchen aus. Ich habe hier einmal eine Aussparung weggeschnitten. Und hier. Dadurch passen sie ineinander. Jetzt baue ich das Ganze zusammen. Da kommt noch später die Plexiglasscheibe drauf. Und jetzt werde ich noch die Bohrlöcher, beziehungsweise ich werde jetzt noch die Scheibe befestigen. Das Ganze wird dann so aussehen. So sieht das Ganze aus, wenn es jetzt fertig gebohrt ist. Jetzt habe ich überall die Löcher reingebohrt, das sind die Schrauben. Ich musste jetzt zwar die 4 mm Schrauben nehmen, aber ich habe eine andere Mutter nehmen müssen.
Das Ganze hat mit der vorherigen Mutter, was ich als erstes mir gedacht habe, nicht geklappt. Es ist auch Missgeschick passiert beim Bohren. Man sieht hier die Hölzchen, da habe ich mich verbohrt oder war ich zu schnell. Also da habe ich einige Fehler gemacht, daher sind diese Hölzchen geplatzt. Da müsst ihr aber vorsichtig sein. Und jetzt werden wir das Ganze mal zusammenbauen. Jetzt haben wir das Ganze mal zusammengebaut. Den Mittelsteg haben wir auch eingebaut. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist ein Nesteingang. Der werde ich jetzt hier zwischen den zwei Hölzer mit einem Bohrer reinbohren. So sieht das Ganze seitlich aus. Hier kommt dann Nesteingang. Das Nesteingang habe ich jetzt hier reingebohrt. So sieht das Ganze dann aus. Das Nest an sich ist gut gelungen. Ich habe jetzt lediglich nur einen Nesteingang reingebohrt. Ihr könnt auch natürlich zwei Ein- und Ausgänge reinbohren. Es war sehr spannend, dieses Nest zu bauen. Es hat mich gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis nächstes Mal. Ciao.